Wir haben die neuen GPUs von Nvidia und AMD und sie sollen alles besser machen. Sie sind Stand heute sogar gut verfügbar. Perfekter Zeitpunkt also, um sie in Benchmarks gegeneinander antreten zu lassen und dir zu sagen, welche Grafikkarte sich für deine Games lohnt und wo du wirklich die beste Leistung pro Euro für dein Geld bekommst. Und Spoiler Alert, es sind ein paar große Überraschungen dabei. Wir alle haben drauf gewartet und ja, 2025 wird bei Grafikkarten endlich alles anders. Okay, vielleicht doch nicht alles. Die Lederjacke vom Nvidia-Boss hat jetzt auch Raytracing, aber ein paar grundlegende Dinge, die haben sich geändert und sie lassen mich endlich wieder das Licht am Ende des Tunnels sehen. Ganz wichtig, im Vergleich zu fast allen anderen teste ich hier nicht die super teuren Top-Custom-Modelle, sondern die zum Testzeitpunkt bei uns günstigsten. Warum? Weil es sonst kaum jemand macht und ich persönlich nicht 300 € mehr für denselben Grafikchip ausgeben will. Ja, die eine hat ein bisschen mehr Takt und eine fettere Kühlung, aber für die paar Prozent lohnt sich der Aufpreis meiner Meinung nach nicht. Da kann man auch gleich zu größeren 5080 gehen. Zu Undervolting und Übertakten komme ich am Ende auch noch. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, was eine Grafikkarte 2025 überhaupt können muss, um für verschiedene Auflösungen wie Full HD oder 4K Gaming gut genug zu sein. Dann gibt es einen Überblick zu den neuen Reihen von Nvidia und AMD und jeder Grafikkarte im Detail. Und dann, Moment der Wahrheit, habe ich nachgerechnet, wo hier im Lineup das durchaus überraschende Preis-Leistungsmonster sitzt. Grafikkarten können schon verwirrend sein, denn es gibt viele Modelle im Markt und gerade wenn du dich jetzt nicht dauerhaft damit beschäftigst, sind die verschiedenen Wattzahlen, Speicherarten und vor allem auch Speichergrößen einfach nur das. Komische Zahlen. Erstmal, die wichtigste Kennzahl, die du dir merken musst, ist der VRAM, also der Grafikspeicher. Der steht auch meist direkt im Grafikkartennamen drin. Also 8 GB, 12 GB, 16 GB oder 32 GB. Er besagt, wie viele Texturen oder Assets, also vereinfacht gesagt Grafiken, sich deine GPU auf einmal merken kann. Ist er zu schnell voll, muss er geleert werden, was Leistung oder Latenz kostet und das führt in manchen Games sogar dazu, dass sie nur mit Rucklern laufen, kurz stehen bleiben oder ganz abstürzen. Vorneweg, 8 GB sind im Jahr 2025 eine Zahl, die nicht in allen Games ausreichen kann. Betonung liegt auf kann und ist auch manchmal nicht gut. Und hier kommt auch das Zusammenspiel mit der schnelleren Schnittstelle PCIe 5. Die neuen AMD und Nvidia Grafikkarten sind die ersten, die sie unterstützen. Im Fall der 5060 Ti hat sie aber nur die halbe Bandbreite. Normalerweise macht es keinen Unterschied, da PCIe 4 beim Vorgänger bereits ausreichend schnell war. Doch wenn der Grafikspeicher voll ist, übernimmt der Arbeitsspeicher des Computers und die Kommunikation mit dem läuft über den PCIe-Port. Hast du also nur einen PCIe 4 Steckplatz am Mainboard und holst dir dann eine 5060 Ti mit 8 GB RAM, schaust du in einigen aktuellen Games noch schneller in die Röhre als sowieso nur mit eingeschränkten 8 GB. Größer und neuer ist hier also meistens besser. Außer der VRAM ist langsam angebunden, was bei aktuellen GPUs der letzten 4 Jahre aber kein Problem mehr ist. Mindestens 192-Bit-Interfaces sorgen für eine schnelle Übertragung und die Grafikspeichergeneration verrät dir GDDR und dann die jeweilige Zahl 6, 6X oder 7. Ist aber nicht so wichtig. Allgemein, höher ist auch hier besser. Du siehst, es gibt ein leichtes Muster. Doch nicht. Oder zumindest nur so halb, weil mehr Watt sind zwar für deine Grafikkarte meist vorteilhaft, da mehr Leistung, aber für deine Stromrechnung eher nicht. Auch die Abwärme und die Netzteilleistung in deinem PC müssen dazu passen. Für aktuelle Top-Grafikkarten wie die Nvidia 5090 brauchst du bereits Netzteile ab 1000 Watt. Wie viel die Grafikkarten verbrauchen und welches Netzteil du mindestens für sie brauchst, blenden wir dir hier mal ein. Einfach die Pause-Taste drücken, um es in Ruhe zu lesen. Du siehst schon, da gibt es enorme Unterschiede zwischen den Modellen. Also zusammengefasst, mehr als 8 GB an Arbeitsspeicher sollten es 2025 sein, um wirklich alle Games mit Sicherheit spielen zu können. Auf die PCIe-Generation von deinem Mainboard musst du achten, wenn du trotzdem eine 8 GB Variante kaufst und ja, ganz wichtig, die Netzteilpower. Ohne genügend Watt auf der 12-Volt-Schiene läuft deine GPU potenziell nicht am Limit. Dabei ist auch die Art der Stromstecker entscheidend. Nvidia hat seit der RTX 4000er Reihe die 12-Volt High-Power-Stecker eingeführt, die mit einem Kabel bis zu 600 Watt schaffen. Allerdings sind sie noch nicht an allen Netzteilen vorhanden. Es liegt bei Nvidia-Modellen aber so gut wie immer ein Adapter für klassische 8-Pin-Stecker im Lieferumfang. AMD setzt übrigens durchgehend weiter auf die 8-Pin-Stecker. Jetzt aber endlich zu den neuen Grafikkarten. Im Januar hat Jensen Huang die RTX 5000er Serie dann vorgestellt. Und ja, ich weiß, die Lederjacke war über jeden Zweifel erhaben. Aber die grundlegende Architektur der neuen Nvidia GPUs ist gar nicht mal so neu. Der Fertigungsprozess, also die Bauweise und Größe der Transistoren, ist sehr ähnlich wie vor 2 Jahren bei der 4000er Reihe. Normalerweise schrumpfen Transistoren ja immer weiter, was heißt, dass man mehr auf denselben Raum bekommt. Moore's Law. Also die sogenannte Packdichte erhöht. Und so steigt meist auch die Effizienz und die Leistung. Aber hier gibt es nur TSMC 4NP. Und die Menge der Transistoren pro Quadratmillimeter ist kaum gestiegen bzw. stagniert sogar oder wird teilweise sogar weniger. Das war vor 2 Jahren State of the Art, aber heute? Stattdessen hat Nvidia vieles am Aufbau der Architektur geändert und mal wieder an der Wattschraube gedreht. Bei allen Modellen durch die Bank. Und mittlerweile verbraucht eine 5090 damit so viel wie ein ganzer Gaming-PC vor 5 bis 6 Jahren. Die ganze Technikbranche wird kleiner und effizienter. Nein!
Eine unbeugsame Sparte an Tech-Produkten sagt dem Trend den Kampf an. Grafikkarten. Und so kann ich euch gleich eingangs sagen, so große Sprünge wie bei RTX 4000 und 3000, die gibt's diesmal nicht. Dafür hat Nvidia andere spannende Features herausgebracht, die bei der Community aber nur so semi-gut angekommen sind, unter anderem wegen solchen Aussagen hier. 4090 Performance at 549. Lüge. Die 5070 hat also 4090 Performance. Nee. Oder an diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Der Grund für diese Tabelle ist Multi-Frame Generation oder MFG. Hierbei werden bis zu 3 Frames per KI hinzugerechnet und nur damit kann die 5070 in einigen ausgewählten Titeln die 4090 einholen. Sonst no chance in hell. An sich ein super spannendes Feature, was in Cyberpunk bereits sehr gut funktioniert und auch keine großartigen Artefakte erzeugt. Wüsste ich jetzt nicht, dass hier KI-Magic im Spiel ist, ich würde den Unterschied nicht wirklich sehen. Also eigentlich cool, aber durch die Art der Kommunikation hat sich Nvidia im Internet einiges an Hate eingefahren. You cut me off, you son of a b****. Get the hell out that car. Get the hell out right now. I'm gonna tear you a new 4090 Performance at 549. Come on, get out. I'm gonna beat Auch RTX Mega Geometry und RTX Neural Shaders sind neue Nvidia KI-Features, die quasi endlos detaillierte Texturen in Games erlauben. Sehr nice, sie müssen halt jetzt nur noch ihren Weg in viele Titel finden. Stand heute gibt es es nur als Demo und als ein Kit für die Unreal Engine. DLSS 4, also Nvidias Hochskalierungs-KI, ist hingegen schon in vielen Games vorhanden, verbessert die Performance und sieht sehr gut aus. Das läuft auch auf RTX 4000, aber gerade MFG und weitere Features sind nur auf RTX 5000 verfügbar. Und das, obwohl sie theoretisch auf der Vorgängergeneration laufen könnten. Da will Nvidia anscheinend nicht die Verkaufsargumente für die 5000er reduzieren. Weil jetzt schon mal ein kleiner Spoiler, hast du bereits eine RTX 4080, 4070 Ti Super oder sogar eine 4090, dann kannst du dir die 5000er Serie erstmal sparen. Ich weiß, wir sind ein Shop und wir wollen die Teile auch verkaufen, aber wenn du dich am Ende über zu wenig Leistungsgewinne ärgerst, da haben wir auch nichts davon. Die neuen Nvidia GPUs decken derzeit den offiziellen Preisbereich von ca. 399 bis 2700 Euro ab. Und wir gehen in unserem Test-Line-Up einmal von oben nach unten durch und starten beim größten Preis und der dicksten Grafikkarte, die in unseren Benchmarks auch den größten Leistungsgewinn im Vergleich zum Vorgänger geschafft hat. Es liegt aber, wie eingangs erwähnt, vor allem an einer Sache: More Power. Also mehr Verbrauch. Ja, die 5090 ist erwartungsgemäß ein Biest. In unseren Benchmarks setzt sie sich problemlos an die Spitze und schlägt die bereits extrem schnelle 4090 um durchschnittlich 19 bis 25%. Wobei der Abstand größer wird, je höher die Auflösung ist. Besser geht 4K Gaming mit maximalen Details heutzutage einfach nicht. In einigen älteren Titeln wie etwa Shadow of the Tomb Raider rennt die 5090 sogar locker ins CPU-Limit. Also wird durch den Prozessor bei der Berechnung von Bildern eingeschränkt. Für so viel Geld bekommst du aktuell die schnellste GPU und massig VRAM. Musst aber mit einem extremen Verbrauch von fast 600 Watt und bei den meisten Custom-Modellen auch mit enormen Abmessungen rechnen. Spulenfiepen war bei mir in einigen Games auch ein Thema. Sobald man weiter weg vom Gehäuse ist, erledigt sich das Problem aber dafür relativ schnell. Temperaturen und Lautstärke sind durch den Monsterkühler von MSI sonst gar kein Problem. Da der Preis hier bei fast 3000 Euro losgeht, kann ich schon mal sagen, Preis-Leistungssieger wird sie nicht und sie ist sogar etwas enttäuschend für mich als Technik- und Fortschrittsfan. Zumindest was die Effizienz angeht. Stellst du den Verbrauch der 5090 auf das gleiche Level wie bei der 4090, also 450 Watt, ist sie aber etwa 9% schneller als ihr Vorgänger. Progress. Also Nvidia kann durchaus effizient, aber sie wollten eben das Maximum rausholen und haben dafür auf viel mehr Verbrauch gesetzt. Für viele Gamer ist die 80er-Serie mittlerweile das, was früher mal die absoluten Top-Modelle waren. Also gerade noch so im Rahmen des höchstmöglichen Budgets. Ab 1129 Euro geht's hier offiziell los. Und die letzten 3 Generationen gab es mit den 80ern auch mindestens die Rechenleistung der vorherigen Top-GPUs. Also die 4080 war schneller als die 3090, die 3080 war der 2080 Ti überlegen und die 2080 war etwa auf dem Niveau der 1080 Ti. Damit ist jetzt leider Schluss, weil die 4090 bleibt von der reinen Rechenleistung 15 bis 20% vor der 5080. Immerhin, in unseren Benchmarks schlägt das Einstiegsmodell 5080 Prime OC von Asus die 4080 Super um ca. 10 bis 12%. Je nachdem, welche Games man im Benchmark wählt. Weil manche liegen der 40er-Reihe gut, andere wiederum der 50er-Reihe. Und mit Raytracing wird es erstaunlicherweise sogar ein bisschen enger. Ja, ihr bekommt also heute dann mehr Leistung zum etwa gleichen Preis. Aber es ist halt nicht mehr derselbe große Leistungssprung wie die letzten Jahre. Dafür verbraucht sie auch etwa 14% mehr als der Vorgänger. In unserem Test lagen maximal 365 Watt an. Damit ist sie im Auslieferungszustand ineffizienter als die 4080 Super. Trotzdem, der Kühler des Asus Einstiegsmodells hier kommt damit gut klar. 74 Grad unter Last sind in Ordnung und auch der Zero-Fan-Modus funktioniert einwandfrei.
Das klingt jetzt alles nicht so super begeistert, aber es gibt noch was. Du kannst aus der 5080 via Overclocking noch etwa zusätzliche 10 bis 15% rausholen, wenn es dein Netzteil hergibt und dein Modell der 5080 da auch mitmacht. Mehr dazu am Ende. So oder so ist die Karte für 4K Gaming mehr als ausreichend. Machen wir erstmal mit der kleinen Schwester weiter, denn die kommt mit dem gleichen Grafikchip wie die 5080, die 5070 Ti. Preislich liegt sie derzeit bei 879 €, also knapp ein Drittel günstiger als die 5080, aber nur um die 10% weniger Performance. Sie ist auch die Nvidia GPU, die seit Release mit am meisten im Preis nach unten gegangen ist. Und wir haben sie als dieses Monstrum hier von Pellet im Test. Damit ist sie fast so groß wie die 5090, aber ihr kriegt sie auch im selben schmalen Formfaktor wie die 5080, im Vergleich zu der sie eben ca. 12% langsamer ist. Das klingt schon mal besser und wird noch besser, wenn man bedenkt, dass sie die Kollegen von PC Games Hardware sogar auf ein Level mit der 5080 übertakten konnten. 16 GB VRAM sind auch eine gute Größe. Und der Kühler bei unserem Testmodell war derart überdimensioniert, dass sie unter Last maximal bei 62 Grad lag. Mit 300 Watt ist sie dazu sogar ein paar Prozentpunkte effizienter als die alte 4080 Super. Auch hier, du kannst locker 4K Gaming damit angehen und zu deinen Aufgabenbereichen dazu zählen. Wenn du also auf neue Features wie MFG Bock hast und sogar mal Cyberpunk mit allem auf Max mit dreistelligen Bildraten in 4K spielen willst, dein Budget aber unter 1000 € liegt, dann kannst du hier zuschlagen. Bis jetzt ist es die preis-leistungsmäßig beste 50er Karte von Nvidia, die ich mir angeschaut habe. Kommen wir also zu einer Karte, die in legendäre Fußstapfen tritt und mich auf dem Papier schon ein bisschen geärgert hat. Ja, 12 GB VRAM sind besser als 8. Aber bei der 5070 für 649 € UVP, derzeit gibt es sie für 599 wohlgemerkt, wären wirklich mal 16 GB angebracht gewesen. Gerade die 5070, die ja laut Jensen Huang 4090 Performance liefern soll, ist damit in 4K-Auflösung in einigen Jahren sehr sicher am Limit. Versteh mich jetzt nicht falsch, also du kannst damit in aktuellen Titeln auch noch locker in 4K-Auflösung zocken, wenn du DLSS aktivierst. Aber 12 GB sind schon heute stark an der Grenze und wenn die dann mal erreicht ist, kommt es zu Frametime-Problemen oder manche Spiele starten erst gar nicht. Beispiel ist etwa Indiana Jones samt maximalen Settings und Path Tracing. In 4K wird es da selbst mit DLSS und Frame Generation eng. Spielst du vor allem in 1440p, dann ist es erstmal nicht so gravierend. Und unser Testmodell kostet eben, wie gesagt, auch nur 599 €. Damit liegt es 46% unter der 5070 Ti. Also aus Budget-Sicht hat Nvidia hier ziemlich smart kalkuliert. Sie leistet zwar im Durchschnitt so um die 25 bis 30% weniger als die 5070 Ti und hat auch einen anderen, kleineren Grafikchip. Bei ihrer Preis-Leistung ist sie Stand heute aber sogar besser. Und dabei mit 250 Watt auch noch einigermaßen effizient und kühl. 66 Grad und 252 Watt lagen dann im Test maximal an. Trotzdem, wenn Nvidia seinem Release-Rhythmus folgt, dann kommt nächstes Jahr bestimmt schon eine super Variante mit 16 GB VRAM. Und ja, auch der Vergleich zur Vorgängergeneration ist krass, weil die 4070 Super mit Raytracing sogar meist einen Tick schneller ist. Wenn du die also noch günstiger bekommen kannst oder sogar die 4070 Ti oder Ti Super, also vergleichbaren Deal, ey, dann schlag zu. So viele Games haben Multi-Frame Generation noch nicht und die schnelleren Grafikkarten sind die 4070 Ti Modelle allemal. Jetzt zum kleinsten Modell der 5060 Ti. Die gibt es in 2 Varianten. Wir hatten sie aber nur in 16 GB getestet. Damit hat sie einfach mal mehr VRAM als ihr großer Bruder, aber nur PCIe 5, eine halbe Anbindung als Anschluss. Mit knapp 450 € kostet sie gut 33% weniger als die 5070 und leistet im Durchschnitt auch ungefähr gleich viel weniger. Mehr als 1440p Gaming ist damit in sehr aktuellen Titeln eher schwierig. DLSS und Multi-Frame Generation helfen ihr aber zum Beispiel in Cyberpunk auf fast 4K 60 mit maximalen Details. An sich ist sie damit kein schlechter Deal für alle, die unter 500 € bleiben wollen. Aber schau auch, ob es die 4070 zu dem Preis nicht schon irgendwo gibt. Sie ist gute 12 bis 15% schneller. Bei AMD-Modellen wäre die 7800 XT ein vergleichbares Upgrade. Die kleinere Variante mit den unschönen 8 GB VRAM beginnt derzeit ab knapp 400 € und die Kollegen von Computerbase haben sie ausführlich auf ihr 8 GB Handicap getestet. Dabei kommt unter anderem raus, dass sie in einigen Games wie etwa dem neuen Indiana Jones nur in minimalen Details überhaupt starten kann. Lies auf jeden Fall mal deren Artikel dazu, bevor du dir die holst. Unten ist er verlinkt. Allgemein leistet sie wohl so nochmal 10 bis 12% weniger als die Version mit 16 GB. Da der Preisunterschied hier nur so um die 50 € beträgt, ich würde dir immer zur größeren Variante oder einer anderen GPU der letzten Generation raten. Zum Testzeitpunkt war die 5060 noch nicht erschienen. Und ja, nobody knows, wie stark oder schwach sie denn jetzt wirklich wird, weil es für die Presse vorher einfach keinerlei Testtreiber gab. So gab es vor Release eben keine Testmöglichkeit und Kunden konnten sich nicht informieren, bevor sie was kaufen.
ziemlich uncool. Ich persönlich vermute eine Leistung ungefähr auf dem Niveau der 3060 Ti, also gute 20 bis 25% unterhalb der 5060 Ti und Preise zwischen 300 und so 350 Euro. Kurzer Break, wir müssen doch keine Vermutungen mehr anstellen, denn wir haben die 5060 mittlerweile hier. Und was ich im Video gesagt habe, kommt ungefähr hin. Aber wenn ihr es genau wissen wollt, wir haben auch die 9060 XT mittlerweile hier. Und diese Budget-Grafikkarten gucken wir uns demnächst an. Lasst also ein Abo da, bleibt dran und das Video kommt bald. So, jetzt gab es so viel Team Green. Nun zur AMD. Die haben im März nachgezogen und die RX 9070 und 9070 XT herausgebracht. Beide gehören zur oberen Mittelklasse und messen sich mit der 5070 und 5070 Ti. Im Vergleich zu früher überlässt Team Red diesmal also die Oberklasse komplett Nvidia und greift nur hier sehr gezielt an. Das hat einfache Gründe, da sie hier einfach deutlich konkurrenzfähiger sein können. Mit dem identischen TSMC N4P Fertigungsprozess hat AMD diesmal bei seiner Architektur eine höhere Transistorendichte als Nvidia. In Zahlen auf 357 Quadratmillimeter bringt Navi 48, wie der Chip bei AMD intern heißt, eine Transistorendichte von 151 Millionen Transistoren pro Quadratmillimeter unter. Huge! Das sind etwa 25% mehr als bei Nvidias GB202, der in der RTX 5070 Ti und 5080 zum Einsatz kommt. Dort sind es 123 Millionen Transistoren pro Quadratmillimeter. Das dürfte in der Praxis zu mehr Effizienz führen. Auch beim VRAM gibt sich AMD vorbildlich. 16 GB für alle ist erstmal die Devise. Sehr nice. Am bislang größten Manko von AMD wurde ebenfalls gearbeitet: der Raytracing-Leistung. Hier wurden die RT-Kerne der neuen Architektur komplett überarbeitet und sind nun deutlich leistungsfähiger. 42% nennt AMD als Leistungsgewinn im Vergleich zur Vorgängerkarte 7900 GAE. Auch bei Software- und KI-Features holt AMD mit der 9000er Serie jetzt auf. Der KI-Hochskalierer FSR 4 steht Nvidias neuestem DLSS 4 bei der Bildqualität eigentlich in nichts mehr nach. Dafür läuft er aber bislang nur auf den neuesten AMD-Grafikkarten. So viel zur Architektur, die durchaus eine Revolution ist. Jetzt aber zu den Karten. Die erste im Bunde ist das große XT-Modell. Zwar sieht es bei unserer Acer GPU gleich aus, hat aber einen Stromstecker mehr und darf sich bis zu 304 Watt genehmigen. Bei einigen Overclocking-Modellen sogar noch deutlich mehr. So ausgestattet werden die 4096 Shader mit bis zu 3 GHz getaktet. Die UVP nennt AMD mit 679 Euro, was ein echtes Brett ist. Denn die XT lässt die 5070 in unseren Benchmarks so zwischen 18 bis 22% hinter sich. Mit Raytracing sind es noch etwa 20%. Bei einem UVP-Aufschlag von knapp 13%. Krass. Das Problem ist nur, zu UVP bekommt man die 9070 XT derzeit nicht. Bei uns gibt es sie ab 740 Euro. Damit ist sie gut ein Viertel teurer als die 5070, liegt aber immer noch ca. 19% unter der 5070 Ti, die wiederum nur 7 bis 13% schneller ist. Also genau im Sweet Spot für alle, die etwas dazwischen für 4K-Gaming brauchen. Trotzdem dürfen sich die Preise hier gerne noch etwas einpendeln, was sie dann auch zu einem besseren Deal machen würde. Und ja, Nvidias 5070 Ti ist auch noch ein paar Prozentpunkte effizienter. AMD hat bei der XT auch leicht die Wattbrechstange herausgeholt. Denn der eigentliche Star im Bunde ist für mich die Effizienzkönigin 9070. Also ohne XT, die mit nur 230 Watt ein Drittel weniger als die XT verbraucht und dafür bei der Leistung nur 10 bis 15% einbüßt. Richtig stark und ein gutes Zeichen für AMDs moderne Architektur. In den meisten Fällen trennen XT und Non-XT in 1080p selten mehr als 5 bis 10%. In einigen Games, Shadow of the Tomb Raider zum Beispiel, war sogar das günstigere Modell minimal schneller, wobei es sich hier auch um Messabweichungen oder Messungen im CPU-Limit handeln kann. Erst in 4K zieht die XT dann eben um 10 bis 15% davon. Schaltet man Raytracing hinzu, wird der Abstand in höheren Auflösungen oder auch bei höher skalierendem FSR noch etwas deutlicher. AMD ist also zurück und holt auf, was dann eben mehr Konkurrenz bedeutet und in Zukunft hoffentlich günstigere Grafikkarten. Mit den beiden 9970er Grafikkarten hat Team Red wirklich eine Preis-Leistungslücke besetzt, aber auch Nvidia hat einige Überraschungen dabei. Erstmal die Leistung im Überblick. Die 5090 nehme ich dabei als 100% Benchmark zur besseren Vergleichbarkeit. Dabei zeige ich euch jede Auflösung einzeln. Aber je nach Game kann sich diese Rangliste auch leicht ändern. Einige Spiele liegen AMD mehr, andere Nvidia. In 1440p und 1080p leisten vor allem die 5060 Ti, die 5070 und die 9070 prozentual mehr, als hier abgebildet wird. Gerade die 5060 Ti lässt aber ordentlich Federn in 4K. Deswegen wird sie auch niedriger eingestuft. Nun aber viel spannender die Leistung im Verhältnis zum Preis. Also was gibt's wo für dein Geld? Sehr überraschend, auf Platz 1 landet die 5070 mit ihren derzeitigen 599 Euro. Gefolgt von den beiden AMD-Modellen und der 5070 Ti. Sollten die beiden AMD-Modelle endlich mal im Preis fallen, statt über der UVP zu liegen, dürfte sich hier aber was dran ändern. Rein auf dem Papier hat AMD mit 16 GB VRAM für mich das spannendere Angebot bis 650 Euro.
Die 9070 ist dazu auch sehr effizient und leise. Eine spannendere ältere Karte habe ich leider hier nicht zum Testen da gehabt, die AMD RX 7800 XT. Sie sollte von der Preis-Leistung ebenfalls ganz oben mitmischen und liegt bei der Performance leicht hinter der 5070. Was ist jetzt? Nee, weil die Bilder pro Euro kannst du auch noch mit Übertakten erhöhen. Viel smarter ist aber meist Undervolting. Dabei senkst du die Spannung deiner Grafikkarte, was Strom spart und gleichzeitig nicht unbedingt die Performance krass beeinträchtigen muss. Im Fall der RX 9070er konnten wir sogar mit weniger Spannung mehr Leistung rausholen. The more you buy, the more you save. The more you buy, the more you save. The more you buy, the more you save. The more you buy. Dafür gehst du im Treiber einfach auf den Tab Leistung und kannst hier unter GPU-Tuning ein Spannungsoffset einstellen. Zum Beispiel minus 75 mV. Das geht eigentlich immer klar und lässt die Grafikkarte sogar mit 1-3% mehr Leistung laufen. Klingt jetzt nicht nach viel, aber wenn du gleichzeitig die Taktkurve noch erhöhst, kannst du sogar noch mehr rausholen. PC Games Hardware hat eine 9070 XT sogar auf das Leistungsniveau von der 5070 Ti gebracht. Auch den VRAM kannst du hier auf bis zu 2,7 GHz stabil übertakten. Der Leistungsgewinn ist je nach Spiel aber schon sehr unterschiedlich. Am meisten lässt sich aus der Radeon RX 9070 Non-XT rausholen. Allerdings sind beide Grafikkarten durch das Power Limit auf eine maximale Wattzahl beschränkt. Mehr als 10% draufpacken erlaubt dir AMD nicht. Bisschen schade, weil selbst mit hohem Takt stürzen die GPUs eigentlich nie ab. Ohne höheres Power Limit wird diese aber in Games dann kaum erreicht. Es gibt allerdings auch Modelle, die mehr OC erlauben. Schaut demnächst mal auf unserem Blog vorbei, weil wir da auch noch Undervolting und Overclocking gerade mit AMD genauer unter die Lupe nehmen. Bei Nvidia ist das Ganze ein bisschen komplizierter, aber auch keine Raketenwissenschaft. Du brauchst den MSI Afterburner und kannst dann dort die Spannung einstellen. Auch ein gezieltes Einstellen der Taktkurve ist damit möglich. Es ist nur nicht ganz so user-friendly wie bei AMD, wo es direkt im Treiber geht. Aber man kann auch je nach Karte deutlich mehr Performance dazu gewinnen. Die 5080 und 5070 Ti lassen sich richtig ordentlich übertakten. Um die 400 MHz konnte die 5080 stabil erhöht werden. Auch beim Speicher sind ca. 1,8 GHz mehr drin. Damit gewinnt sie in Games um die 10% an Leistung und verdoppelt ihren Vorsprung zu 4080 einfach mal. Das ist schon echt krass. Und ungewöhnlich, weil die letzten Jahre liefen Nvidia-Grafikkarten oft schon von Werk aus im Sweet Spot. Falls du schon eine da hast, dann schreib es uns mal unten in die Kommentare, was bei dir so an Overclocking drin ist. Das interessiert mich echt sehr, weil so krass übertaktbar waren die letzten Generationen nicht. Auch die 5070 Ti lässt sich massiv übertakten und landet so auf einem Level mit der normalen 5080. Wir haben das selber nicht ausprobiert, aber wie schon gesagt, PCG hat das hinbekommen. Auf jeden Fall machen die neuen Grafikkarten vieles anders. AMD ist jetzt Effizienz- und Preis-Leistungsempfehlung und läuft sogar näher am Sweet Spot als Nvidia. Die letzten Jahre war das meist genau umgekehrt.